FFP2-Masken kaufen in der Apotheke. Was man hier bekommt, ist zertifiziert, also geprüft, denken viele. Nicht immer begründet, denn beim Thema Masken sind selbst Apotheker allzu oft überfordert. Als Apotheker war das zu Anfang ausgesprochen schwierig, nachdem der Markt praktisch leergefegt war, wie man so schön sagt. Ob zertifiziert oder nicht, war in dem Fall auch keine Frage. Das ist dabei, sich zu normalisieren, wobei natürlich die Läger voll sind. Relativ volle Lager in Apotheken und auch online. Wir haben 24 Masken gekauft und testen lassen. Wie gut schützen sie vor Viren und wie gut kann man dadurch atmen? Von 24 sind 12 durchgefallen. Übrigens auch jede zweite Apothekenmaske. Wie können wir uns sicher schützen? Ganz einfach geht das bei einer CE-zertifizierten Maske, erklärt uns Sven Schibilski von der Marktüberwachungsbehörde in Düsseldorf. Und woran erkenne ich sie? Zum Beispiel eine FFP2-Atemschutzmaske. Ich erkenne erstmal ein CE-Kennzeichen, was auf der Atemschutzmaske ist. Dahinter ist eine vierstellige Kennnummer. Das ist die Nummer einer Prüfstelle, die die Fertigungsüberwachung macht. Und daneben ist diese Maske immer gekennzeichnet mit den Daten von dem Hersteller, also mit einem Zeichen, mit dem Namen und mit einer Modellnummer. Und was ist mit Masken, die kein CE-Zeichen tragen? 8 Milliarden davon, schätzt die DEKRA, sind in den vergangenen Monaten nach Deutschland importiert worden. 90% aus China, meist erkennbar am Zeichen KN95. Sind die schlechter? Sie sind nicht schlechter, sondern wenn Sie den Standard einhalten, dann haben Sie einen gleichwertigen Schutz vor dem Coronavirus. Es ist halt sicherzustellen, dass Sie diesen Standard tatsächlich auch einhalten. Und das bescheinigt so ein amtliches Dokument. Nur damit darf eine Maske als Pandemieschutz verkauft werden. Geprüft wurden diese Masken zum Beispiel hier bei der DEKRA. In den vergangenen 6 Monaten haben gerade mal 300 von 2000 bestanden und durften in den Verkauf. Und wenn der Händler keine amtliche Bestätigung vorlegen kann? Dann würde ich auf jeden Fall davon absehen, diesen Kauf durchzuführen. Wenn ich aber zu Hause feststelle, dass ich Masken gekauft habe, die diese Dokumente nicht haben, würde ich wirklich davon abraten, diese Maske zu tragen, da sie keinen Schutz nachweisen kann. Also ab in den Müll. Also ab in den Müll. Das heißt, Vorsicht. Das gilt sogar bei CE-Zeichen. Denn es gibt auch gefälschte. Wir haben eines entdeckt. Prüfen konnten wir das in der Nando-Datenbank der EU-Kommission. Hier gibt es eine Liste mit den 41 echten CE-Nummern. Wir sehen, unsere 1282 ist hier nicht verzeichnet, also offensichtlich gefälscht. Für den Kunden vor Ort nicht nachprüfbar. Er muss dem Apotheker vertrauen. Aber muss es denn unbedingt eine FFP2-Maske sein? Reicht nicht die sogenannte medizinische? Die ist billiger und gilt ebenfalls als guter Virenschutz. Zu Unrecht, sagt der DEKRA-Chef. Der Rückhaltegrad einer FFP2-Maske muss besser sein als 94%. Wenn ich das vergleiche mit einer OP-Maske, dann lässt sie eher 90% durch. Schwer verständlich, denn beide Masken sind mit dem gleichen Filtervlies gefertigt. Der Unterschied? Beim Mund-Nasenschutz kann man hier sehr schön erkennen, dass die Maske nicht dicht am Kopf abschließt und somit die Möglichkeit besteht, dass Viren an der Seite ein- und austreten. Man atmet also an der Maske vorbei. Die FFP2-Maske hingegen liegt durch ihre besondere Passform so dicht an, dass der Träger fast immer durch den Filter atmet. CE-zertifizierte FFP2-Masken. Dazu hat sich jetzt auch Apotheker Franz Josef Küppers entschieden, damit seine Kunden möglichst gut geschützt sind.